Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ihr seht bereits schon, worum sich das Video heute handeln wird. Wir werden den fahrenden Dungeon versuchen zu besiegen und mal gucken, wie weit wir kommen werden. 50 Ebenen mit der neuen Nekromantenklasse, also in den Dungeons, ja, also als Dungeon-Gegner, wartet auf uns. Und ich bin gespannt, wie weit wir kommen werden. Bevor wir da aber reingehen, wollte ich euch noch kurz ein ganz kleines Achievement zeigen, was ich gestern bzw. heute um 0 Uhr noch erreicht habe. Und zwar, ja, es ist auf F9 heute schon der Fall gewesen. Bier, selig, trinke Bier in der Taverne. Das ist natürlich auch etwas Schönes, was ich sehr gerne in meinem Regal zu stehen haben möchte. Ein schönes Bierchen. Ja, und ihr seht schon, ich habe es in glitzernd und ich war tatsächlich auf Platz 1. Ja, ich bin einer der Ersten, der hier bierselig abgeschlossen hat. Wir haben es jetzt gerade... wir haben es jetzt gerade 13:37, 13:37 Uhr gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und es haben bisher nur 22 Spieler auf dem Server. Generell diese neuen Titel, Taten, das Tatending hier, die Trophäe, so, ne, und es verwundert mich ein bisschen, weil, ja, also es scheinen ja wirklich nicht viele hier 320 Alu zu spielen jeden Tag, oder es kommt erst abends noch dann, ne? Ich bin gespannt, was noch bis abends reinkommt, wie viele Spieler hier ihre Bierchen jeden Tag trinken, also, ja, müsste eigentlich ein bisschen mehr sein. Wir haben es jetzt schon gleich, ne? Also die Hälfte des Tages ist schon vorbei und es sind erst 22 Spieler, die hier das Ding erreicht haben. So, ne? Naja, aber wie gesagt, das erstmal soweit dazu. Also das habe ich mir schon hier einmal ausgestellt bei mir und finde ich tatsächlich ganz cool. Weil, wenn man die Trophäen hier ausgestellt hat, kann man immer sehen, wie der Gesamtfortschritt insgesamt ist. Also, wenn ich jetzt die Trophäe weiterlaufen lassen würde, steigert auch das mein Gesamtfortschritt hier. Und dann sieht man, wie viel Bier man insgesamt in a Lifetime so getrunken hat. So, ne? Das gilt übrigens für alle Trophäen, ne? By the way. Für alle Trophäen, die man hier ausstellt, sieht man halt, okay, was hat er hier, wie viele Dungeon-Gegner hat er hier besiegen können. Ne? Hier bei dem sind wir schon bei 2502. Jetzt mittlerweile hier haben wir schon 176 Items. Kleinen Moment. So, also, wo waren wir stehen geblieben? Die Trophäen. Ne, das ist ganz geil, weil man kann hier immer schön, je nachdem, was man sich ausstellt, können halt andere das auch sehen, was man hier schon überall so erreicht hat. Ja, also hier zum Beispiel auch die Ehre. Wie viel Ehre, ne, ich meine, das sieht man auch so, aber nur als Beispiel. Ne? Deswegen, das ist ganz cool und deswegen möchte ich auch sehr gerne... Wenn der Postmann zweimal klingelt, ja. So, jetzt aber hier, ne? Also, genau. Also ich denke mal, das Prinzip ist soweit klar, ne? Deswegen, ja, bin ich gespannt, was hier steht, wenn wir nach Jahrzehnten, ne, das Game noch spielen sollten, wie viel Bier man insgesamt getrunken hat. Ja, ist das natürlich ganz geil, dann hier auch zu sehen, wie viel man schon investiert hat. Finde ich tatsächlich auch relativ interessant bei der Stadtwache. Ja, das ist ja genau das gleiche wie bei den Titel und Taten, sondern bei den Orden, die es damals gab. Ja, wie lange hat man Stadtwache insgesamt laufen lassen? Ist auch eine coole Trophäe, ja, die man ausstellen kann und dann sieht man, okay, krass, der hat schon so und so viele Stunden insgesamt bei der Stadtwache laufen lassen. So 359 bin ich jetzt hier momentan gerade dabei. Ansonsten, genau, gehen wir jetzt mal rein in den Dungeon, ja, mit ein bisschen Verzögerung hier heute und besiege die Monster, bevor er seine Fahrt fortsetzt. Let's go. Wir gehen mal rein. Ich habe keine Ahnung, ob es die Dungeons schon gibt oder ob die neu sind oder ob die irgendwo schon mal vorkamen, aber ich glaube, das ist tatsächlich, es sind hier tatsächlich auch neue Gegner an sich, ja, also ich bin gespannt. Deswegen verwirrter Nekromant, der fängt hier schon mit 757 an, das ist ja krass, eindeutiger Fall von Déjà-vu. Den untoten Kollegen hast du doch letztens erst hier angetroffen, er lässt sich von dir jedoch nicht weiter beirren und hat seine Armee an verrotteten Schergen auf dich. Wir gehen rein, das Geile ist halt, wir können hier angreifen, ohne
dass wir jetzt hier irgendwie was bezahlen müssen. Das ist halt das Ding. Boah, die sind aber schwer. Die sind aber schwer. Aber wir bekommen halt auch eben nichts, ne? Das ist halt das Ding. Aber die sehen ganz nice aus. Herr der Rückenschmerzen, geil. Zwischen Massennekromantie und dem Ziel der Welteroberung sucht er ständig nach den nächsten Orthopäden. Bisher erfolglos, bevor er sich selbst die Knochen knacken lässt, legt er bei dir Hand an. Let's go. Gehen wir rein. Ich habe echt die Bedenken, wir werden hier nicht sehr weit kommen heute, ja. Also wir können natürlich, ja, die nächsten Tage hier kostenlos tryen, werden wir auch machen, aber mal gucken. Also die sehen schon schwer aus, die Gegner. Leichenliebhaber, okay, okay, Dude. Die Viplayer, die werden auch immer verrückter sich hier beim Gegnerdesign hier. Sieht sich als Bewahrer der Balance. Leider wiegt er alles zugunsten des Todes aus. Sei unbesorgt, nach dem Tod wird er dich für seine Zwecke wiederbeleben. What the fuck? Das ist mal ein Gegner, ja, also crazy. Ja, okay, der ist auch noch, den haben wir auch noch besiegen können. Nächtlicher Eiskönig, der Winter kommt und mit ihm dieser König, ob Barbies oder Drachen, jeder ist in seiner untoten Armee willkommen, so auch du. Let's go. Nächtlicher Eiskönig, das sieht ganz geil designt aus auf jeden Fall, ja. So, dann der nächste, beflügelter, Hohepriester, ne? Zu ewigem Leben verflucht beherbergt der Stadt Organ Schmetterlinge, die für kribbelnde Gefühle in seinen verfaulten Körper sorgen. Er findet, dass du ganz reizend aussiehst, ja. Ich bin gespannt, ob wir die, ja, also, ist ganz lustig mit Schmetterlinge im Bauch hier, die kommen hier oben raus, sieht man aber hier unten schon. Ich bin gespannt, oh, jetzt sind wir das erste Mal gestorben. Ich bin gespannt, ob wir die Gegner nochmal in irgendwelchen Dungeons nochmal sehen werden. So, weil wir haben ja jetzt hier die Gegner vor uns, die können wir jetzt besiegen. Aber ich bin gespannt, ob die nochmal in einem späteren Dungeon nochmal irgendwann erscheinen werden. Ja. So, der Unvollständige, Meister der Geheimnisse, Herr der Intrigen und notorisch schlecht darin, seine verlegte Hand wiederzufinden. Diese Nekromanten haben echt ein Problem, ihre Organe oder Gliedmaßen bei sich zu behalten, aber dich zerlegt er trotzdem. Ja, let's go. Wollen wir mal schauen, ne? Ja, crazy. Also wir sind jetzt schon gestorben. Einmal zwischendurch, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, die sind deutlich einfacher. Aber okay. Messias, ach so, okay, Messias, alles klar, mit scharfer Anlehnung. Geiles Wortspiel. Predigt Liebe, Opferbereitschaft und freiwillige Zwangsarbeit, ob als Kotputzer, Koch oder Feldarbeiter. Als Belohnung darf jeder mal eine Sünde frönen, aufmüpfig. Keine Sorge, er hat ein Ritual für dich, doch zuerst bekehrt er dich persönlich zu seinem Kult. Ja, also die gefallen mir sehr gut auf jeden Fall, so vom Design her. Mag ich sehr gerne. Sehen sehr, ja, sehr böse aus hier auf jeden Fall. Oh, lol. Alter, was sind das hier für Dungeon-Gegner? Holy shit. Also, das, not bad. Eifriger Apostel. Wow, what the fuck, Alter. Der ist ja richtig geil designt. Beerdigungen sind für ihn reine Networking-Veranstaltungen, doch er auch vor Hausbesuchen schreckt er nicht zurück. Hast du denn kurz Zeit, um über seinen Herr und Retter, den Todesgott, zu sprechen? Der klingelt auch bei dir an der Tür, ja? Und will dir einen aufschwatzen hier. So, let's go, aber nicht mit uns. Aber geiler Gegner, schade, man kann die sich nicht speichern. Ich hätte mir die gerne mal gespeichert, aber dafür haben wir sie jetzt im YouTube-Video zumindest hier. Okay, was haben wir hier? Brada, Krudel. Okay, der Teufel trägt wahrscheinlich Brada, ja, alles klar. Okay, trägt am liebsten Tod, Couture und verteilt Sterblichen, die keine Designer tragen. Sie mustert dich voller Argwohn von oben bis unten, um deine Maße zu schätzen, allerdings für deinen Sarg. Let's go. Okay, also wir sind bisher einmal gestorben, aber jetzt scheinen die Gegner wieder, entweder waren wir unlucky oder die Gegner waren, ja, weiß ich nicht, extrem stark. Jetzt scheinen sie etwas abzunehmen oder ich weiß es nicht, Skelettmann. Ja, das kann man leider nicht ganz lesen, was hier steht. 39 und Source, also Süßigkeiten hier anscheinend. Er plant mal wieder was Großes mit seinem engelsgleichen Stimmchen und der Lautstärke eines geübten Marktschreiers brüllt er dir einen seiner selbstverliebten Monologe entgegen. Okay, dann gehen wir mal rein. Also dieser Dreieck-Gegner war bisher so designtechnisch, hat er mich am meisten abgeholt, muss ich sagen. Okay,
verirrter Nekromant. Okay, also es gibt anscheinend 10 Gegner, die sich jetzt immer wieder wiederholen. Ja, deswegen eindeutiger Fall von Déjà-vu. Den kennen wir doch. Da haben wir doch jetzt unser Déjà-vu. Ja, also von daher, ja, scheinen das jetzt hier die gleichen Gegner zu sein mit stärkeren Stat-Punkten, würde ich mal meinen. Ja, also Herr der Rückenschmerzen. Okay, die kennen wir jetzt. Das heißt, wir entern uns jetzt durch. Ja, und gucken mal, wie weit wir kommen. Aber das waren die 10 neuen Gegner. Also, ja, hier sind wir wieder ein paar Mal gestorben. Ich bin gespannt, ob wir ja, hier einigermaßen durchkommen oder ob wir jetzt noch irgendwo Probleme bekommen. Aber es sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Sind hier jetzt schon über der Hälfte. Das geht natürlich schnell, wenn man sich hier so durchtried. Ne? Ich hoffe mal, ich kriege noch ein bisschen Probleme, dass wir hier noch ein bisschen, weiß ich nicht, uns vielleicht hier die Enter-Taste ausklicken. Aber ne, die scheinen alle relativ gleichermaßen stark zu sein, mit einem leichten Anschwung vielleicht, aber fast nicht bemerkbar. Ja, also ne, das hat sich jetzt kaum bemerkbar gemacht. Die sind alle fast noch One-Hit auf jeden Fall. Ja, also das war nicht die Herausforderung, die ich jetzt gedacht hätte, dass sie das ist, weil so stark wie ja, die Gegner angefangen haben, hätte ich schon gedacht, dass die jetzt ja, deutlich, deutlich stärker werden, desto weiter wir kommen. Aber sie blieben relativ stark am Anfang, aber sehr gleichmäßig bis zum Ende. Also eine richtige Challenge irgendwo zum Endboss war das jetzt nicht. Ja, hatten wir jetzt hier kurz unseren Spaß gehabt in dem Driving Dungeon, aber eine richtige Herausforderung war das jetzt natürlich nicht. Nichtsdestotrotz, die Gegner, die wir gesehen haben, die 10 Stück, die neuen 10 Stück, waren sehr cool designt, eine geile Beschreibung und auch die Texte haben mich sehr abgeholt. Also da hat man sich auf jeden Fall wieder Gedanken gemacht. Und da muss ich sagen, Chapeau, das hat mir sehr gut gefallen. Also wenn man neue Dungeon-Gegner so designt, die ja, so ein paar Anspielungen immer haben, das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Das ist das, was Shakes and Fidget für mich persönlich auch ausmacht, diese ganzen Wortspiele, Anspielungen und versteckten, ja, sag ich mal, Gags, die halt da eingebaut werden, sowohl optisch im Design als auch vom Text her. Sehr cool. Ja, ich hatte meinen kurzen Spaß gehabt. Und ja, das war es auch schon soweit gewesen mit dem Driving Dungeon. Ja, schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, wie weit ihr gekommen seid. Habt ihr ein bisschen mehr Struggle gehabt als ich? Fiel euch das ein bisschen schwieriger? Ich würde da mal sehr gerne wissen, welches Level habt ihr so? Und seid ihr da relativ easy damit durchgekommen? Oder ja, habt ihr vielleicht ein paar 100 Tries gemacht, vielleicht aber auch ein paar 1000 Tries, oder kommt ihr gar nicht voran? Ja, das würde mich mal sehr interessieren, wie es da bei euch aussieht. Ansonsten hoffe ich, das hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, würde ich mich natürlich sehr über einen Kommentar und eine Bewertung darüber freuen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.